Und damit herzlich willkommen zu Was ist Per Aspera? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vielen Dank an Knollen Industries bzw. Raw Fury, die mich hier in Kiew zur Verfügung gestellt haben. Auch für den Blue Mars DLC, der jetzt gerade rauskam. Genau, der ist jetzt auch hier aktiviert. Ich muss zugeben, ich glaube, ich bin noch nicht so ganz dazu gekommen, ihn einzusetzen. Ah, genau. Per Aspera ist ein Spiel, wo wir uns auf den Mars begeben und dort Terraforming betreiben. Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder New iGame anfangen und die Kampagne anspielen oder die Sandbox. Ich habe schon jetzt die Kampagne angefangen. Ich habe jetzt schon so, wie lange habe ich schon gespielt? Ein paar Stunden, sagen wir mal. Es sind, keine Ahnung, was sagt denn hier? Genau, also hier auf dem Safe-Game sind es 5 Stunden 18. Das heißt, es ist schon so ein bisschen was passiert. Sehr anders. Also in Astroneer ist ja Survival und First Person und wir sind jetzt von Top Down. Also wir spielen nämlich Amy, die AI, die damit beauftragt wurde, die Menschheit endlich mal auf den Mars zu holen und dort das Terraforming anzutreiben. Deswegen, wisst ihr was, wir machen einfach die Kampagne. Ne? Wir spielen einfach Kampagne jetzt hier. Once Upon a Time on Mars. Wir werden es auf, ich glaube, steht hier dabei. Ich weiß gar nicht, ob hier drauf, ich weiß nicht, auf welcher Schwierigkeit ich es gespielt habe. Auf jeden Fall, wir werden das jetzt in Realistic spielen einfach. Genau, Aspera wäre das, wenn wir tatsächlich richtig arg das machen wollen. Wir machen jetzt den, das dann so. Genau, Green Mars, Blue Mars, das sind beide an. Man könnte noch Mods hinzufügen, da haben wir jetzt so Atmosphäre. Das Ding ist, ich weiß nicht, hast du denn, Omega, hast du denn das Spiel gespielt? Oder hast du schon mal gesehen? Ich mag übrigens die Optik von dem Spiel. Das ist richtig so ein Spiel zum Entspannen. Die Musik schon gesehen, ja. Weil ein Teil der Story ist tatsächlich, du kannst Atombomben auf die Polen werfen, auf die Polkappen und dann dann bekommst du, also das ist eine der Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Ich meine, wir können es auch machen, weil rein prinzipiell die Kampagne hat auch Entscheidungsmöglichkeiten, wo wir uns entscheiden können, wo wir sagen so, ja, klaro, mit den Atombomben ist halt super schnell der Progress. Oder halt, dass wir sagen, nee, lassen wir. So, jetzt machen wir erstmal Wake Up. Spannend. Warte mal, hat sich das Tutorial jetzt ausgeschaltet? Gefühlt hätte ich jetzt hier nämlich ein Tutorial-Ding erwartet. Okay, anscheinend. Jetzt nicht. Ah, jetzt hier. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Affirmative, Houston. I am with you. Great. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars's surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission.
Houston out. So. Dann erhöhen wir mal die Geschwindigkeit. Ganz natürlich. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? Ich kann sagen, Sparring oder Attention Grabbing. This planet is so resilient. It inspires great things. Genau. Was hast du dir denn gegönnt, Nina? Solar Farm. Little Witch in the Woods. Oh, das sah auch super nice aus. Hab ich leider irgendwie nicht nach dem Key gefragt oder so. Das hätte ich schon gerne getan. Was kannst du noch? Kann ich tun. Da hast du recht. So, aber gut, was... Ich meine, wir können uns, bevor ich jetzt hier in Schweigen verfalle und einfach nur hier zuschauen könnt. Genau, ne, ihr seht ja hier, wir haben hier freibaubar. Können wir hier Dinge hinsetzen. Ihr seht diese weißen Kreise mit den blauen Linien dazwischen. Das sind so die Wege. Ihr habt ja schon gesehen hier. Wir können die auch nicht zu nah aneinander bauen. Also haben wir hier diese roten Kreise. Und genau, wir müssen halt jetzt dafür sorgen, dass wir genügend Elektronik bekommen. Hier sehen wir bei dem gelben, daher kommen Stuff, die wir hier brauchen könnten. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal irgendwie schauen, ob wir hier, genau. Dann haben wir nämlich den Weg von der Silikonmine dahin und von der Aluminiummine direkt dahin. Natürlich praktisch. Und das ist wirklich nice. Genau, und das hier ist jetzt, wie ihr gesehen habt, ein bisschen zu weit weg. Also, das passiert immer, wenn man hier zu weit weg hinbaut. Dann steht da too far oder no power. Und wenn wir jetzt hier auf das Power Overlay sehen, dann seht ihr, ne? Das hier ist jetzt der Kreis, wo wir Power haben. Das blaue, der Ring, den so komisch gekachelt, streift, was auch immer, da wird bald ein Strom hinkommen können, weil wir hier diese Solar Farm bauen, aber die ist noch in Construction. Das heißt, da ist noch nicht Strom da. Das ist total praktisch. Das gibt es dann später auch mit den ganzen anderen Sachen, die wir so bekommen. Aber ja, außerdem haben wir noch diese Traffic Layer. Da sehen wir, ob die Wege irgendwie stark befüllt sind und ob der Sektor, ob der sehr unglücklich ist mit zu viel Verkehr. Weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, genau, da fährt immer so ein Wagen rum. Genau, hier fährt dieser Wagen rum. Der trägt jetzt Stuff von A nach B. In diesem Fall, ich dachte ursprünglich, dass es auch irgendwo mal dran steht, von wo er Stuff hin und her fährt. Aber anscheinend tut er das nicht mehr. Genau, aber ihr seht ja immer, wenn er was trägt. Das Süße ist auch tatsächlich, man sieht das hier aus dieser Perspektive auch ganz gut. Na, hier sieht man alle, also die Fabriken. Factory, Steel Factory, Mine. Und immer wenn unsere Drohne sich hier bewegt, dann sieht man hier so ein Stahlpaket zum Beispiel laufen. Sehr, sehr niedlich.
So, wir können natürlich auch Dinge priorisieren, damit erst jetzt hier die Stahlfabrik zum Beispiel befüllt wird. So, jetzt können wir Worker Factories bauen. Und Worker Factories sind genau das hier, Great. Now I can produce steel. This new factory, diese Viecher. it's down So. on the surface of Mars, but I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end and my artificial consciousness begin? Genau, wir können uns hier auch wieder entscheiden. Ne? Da können sagen, wir sind... We are completely interconnected. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. They are an extension of me down on the surface. So that makes us a single being. The mind and the body work together as one. An inseparable whole. So, und dann eine Work Factory. Super wichtig. Und wir werden auf jeden Fall definitiv hier mehr Solar Farms brauchen. Ah, die ist nicht so wichtig. Diese eine, die hier. So, genau. Mittlerweile ist ja das dann auch nicht mehr so sehr aus dem, außerhalb von der Reichweite. Naja. So, wir müssen also auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie halbwegs schnell Amy, this is Houston. Do you copy? Copy. Reading you loud and unsere clear. Worker Factory aufsetzen. Excellent. I didn't introduce myself earlier. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you, and I'll be helping you get the mission underway. We put you in hibernation for the trip from Earth, so I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? I can, Dr. Foster. My mission is to terraform Mars. This will enable humanity to become an interplanetary species. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem. Yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources, so worker hubs are the most efficient way to do it. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means that you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of yourself? I am sorry, Dr. Foster. Running that question through my cognitive system did not return an answer. Roger that, nothing to worry about. Just means your system requires more input and experience to process that question. That will come with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare, so get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. So, genau. Wo war ich jetzt eigentlich am Reden? Keine Ahnung. Das ist halt, dass ich so ein, dass es ständig passiert, dass man hier unterbrochen wird. Aber das ist okay. Was man auch irgendwie mal beachten sollte am Anfang, ne? Man hat hier ein 50 Gebäude Baulimit. Das ist ein bisschen nervig. Man sollte sich also man kann nicht zu sehr eskalieren, ansonsten ja. Ansonsten ist es unpraktisch. So. Oh, die Parts Factory soll bitte zuerst geworfen werden. Und dafür sollten wir die Electronics Factory
priorisieren. Genau, das Blöde ist, wir haben jetzt gerade nur einen Worker und der eine Worker ist ziemlich überlastet. Also wenn wir jetzt die auf die... Ah, okay, gar nicht, das sehe. Der Sector Load scheint noch okay zu sein. Ich weiß gar nicht, woran sie es festmachen, aber jetzt gerade bewegen sich nicht die Dinge, die ich gerne hätte. Genau, und wir müssen unbedingt hier die Parts Factory fertig kriegen und danach die Worker Factory, die ist unheimlich wichtig. Weil erst dann bringt auch der Worker Hub, den wir hier gebaut haben, bringt überhaupt dann erst was. Weil dann natürlich erst mehrere Worker existieren. So. So. Genau. So, jetzt warten wir noch, bis wir die 3 Parts hier fertig haben hierfür. Und genau, dann können wir gleich Factory erstellen. Und das Dumme ist, danach haben wir noch das Problem. Jetzt brauchen wir erstmal noch eine... I can build additional workers now. Genau. I will appreciate the extra hands. But I wonder, do I really need them? They will boost my functionality greatly. Having more workers will expand my physical domain over this planet. Genau. So, und links sehen wir jetzt auch, wir können einen von 2 haben. Es fehlt nur noch, dass wir... Genau, sobald wir einen Worker mehr haben, ist es halt massiv schon. The worker factories will be so helpful. The workers will take care of the manual operations, while I focus on developing the life support systems. Soon, I will welcome the first colonists. Their arrival has created so many expectations in my mind. There will be so many paths to take from here on. But there's something else as well. Some kind of feeling created from those expectations. What is it? Genau, wir können außerdem sagen, ob wir Anxiety haben oder Excitement fühlen. I believe this is Bisher immer positiv gemacht. excitement. Can it be? I am excited for the future. I anticipate. I plan. Therefore, I feel fascinating. So. Und The ein first Work ist worker has fertig. been made in the worker factory. It is my first Marsborn. Es ist irgendwie niedlich. Technically not born, of course. More like engineered or assembled. Just like me. The knowledge base says that workers need to recharge at their own worker hubs, and that they'll degrade over time from the harsh environment. I know they are only machines, but I feel a desire to care for them. I do not like the idea of them dying. Ist halt auch schon irgendwie süß, ne? Ah, ja. So, genau. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal hier einen zweiten Dings. Das macht das Ganze sehr viel einfacher. Bald TM haben wir auch nochmal einen dritten. Daran wird gearbeitet. Und dann haben wir potenziell auch schon
könnten auch hier nochmal einen Worker Hub hinstellen. Naja. So, jetzt wollen wir vielleicht zuerst mal an das hier fokussieren, dass hier schnell fertiggestellt wird. Aber jetzt hier auch nichts viel. Ja, Electronics sind halt schon so ein Ding. Es fehlt hier die ganze Zeit. Ja, und was man noch so beachten muss, wenn man hier zum ersten Mal anbaut. Na, wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr, wir haben hier 898 Aluminium. Das heißt, wir haben eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Das heißt, das ist nicht so okay, wir bauen die Mine hin und dann wird das für immer so bleiben. Sondern nein, wir müssen tatsächlich schauen, dass wir weiter expandieren. Immer weiter. Genau. Wir können auch schon mal hier so schauen, was es denn hier so gibt. Wir sehen auch zum Beispiel solche Wüstenteufel, einen Sandsturm, Impacts von Meteoren. Also wir können tatsächlich hier... Da kommt jetzt relativ gleich einer. Können wir mal zuschauen. Bam. Genau, das ist tatsächlich ein Problem. Wenn uns sowas trifft, haben unsere Gebäude ein Problem. Gehen daran natürlich kaputt. Deswegen nicht ganz so empfehlenswert. So. Aber genau, am Anfang baut man jetzt halt erstmal eine ganze Weile auf, bis man dann dazu kommt, dass man die ersten Kolonisten empfangen kann. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen, weil unsere Maintenance Facility nicht gebaut werden will. Könnt ihr mal Fokus drauf werfen. Wenn nicht voll gut, weil dann schaltet sich nämlich das nächste Ziel frei. Und das ist am Anfang in der Kampagne zumindest die treibende Kraft. Und genau, jetzt können wir einen Aerological Scanner bauen. Der ist wichtig, weil der teilt uns mit, wo denn die nächsten Ressourcen sind. Ja, komm. Ja, ein Electric noch. Ein Electronic. So. Hey, Houston, how's it going over there? Houston, I am getting interference. Please repeat. Roger. I asked how it's going over there. Do you need any assistance? Not at this time, thank you. The mission is proceeding on schedule. The base will be ready to receive the first crewed mission soon. Roger, Amy. Very good. So.
Oh, I forgot to mention. We've announced the names of the first colonists that will be joining you on Mars. The crew is selected from different nations within the Oxy-UN, though most are scientists and technicians. They're already undergoing ISA's colonist training program as we speak. They'll be led by Dr. Elia Valentine. She'll be a great commander. The colonists elected her unanimously. That is interesting. Since Oxy-UN did not appoint a leader, I wondered why the colonies will operate in the opposite way. Oh, you're referring to the Act of Proclamation. You're right. All the participating nations and the United Nations of the West work together as an alliance. But the Mars colonies are fragile microcosms. You and Dr. Valentine will decide what's best in the day-to-day operations. You'll balance each other out, as well as enhance each other's strengths. How will we enhance our strengths? That brain we gave you is brilliant. It's capable of developing technologies beyond our current imagination. You wouldn't even need our help to do so. But we theorized that your mind would develop much better by working with the colonists. You will develop better decisions when your actions are challenged. Otherwise, how would you understand how your actions affect humanity's future? Amy, you're the most advanced intelligence out there, but you still need human input to see things from different perspectives. Trust me, you'll understand once you've worked with the colonists. I understand your explanation. Great. I'll let you get on with it. Mission control out. Das ist witzig. Ich finde ja diese kleinen Story-Bits und diese kleinen Gespräche immer ganz angenehm, vor allem weil die zwei echt sehr nette Sprecher ausgesucht haben. Kann man sich so mal anhören. Und ich habe auch schon gelesen, wie andere Leute sagten so, boah, dieses Gebabbel ständig. Make it stop. The colony is ready. I will have company very soon. I feel quite anxious about this next part. I am not sure why. Auch spannend so zu hören, wie eine AI anxious sein kann. Hello, Amy. Dr. Foster here. How do you read? Over. This is Amy. There is some background static, but I read you. One of our tracking and data relay satellites got crippled. We'll be launching a new one after we identify the cause of the problem, but until we do, we will lose contact with you whenever Mars or the Sun passes between Earth and your satellite. In that case, should I follow the recording and backing offline protocol? Yes, please record all your activities when our network connection is down. We'll download the log once our communication is restored. I hope to get the new satellite up and running very soon. I don't like the idea of not being able to reach you, Amy. Understood. Okay, Houston out. Oh. Genau, Spaceport machen wir jetzt auch wieder Prio, weil das sollte unser größter Work Effort sein, den jetzt zum Lauf zu bringen. Damit wir auch direkt die ersten Kolonisten hier anschaffen können. Wisst ihr was? Eigentlich will ich sogar auch einen zweiten Scanner haben. Maybe it is because the colonists will scrutinize everything that I do once they arrive. How will they treat me? I have nothing to worry about. The colonists are all advanced scientists and technicians.
Once they meet me, they will treat me as an individual. Life on Mars will be very harsh for them. I will supply them with food and water, and they will help me research new technology. It will be a perfect quid pro quo. As long as they have the resources they need, we will both succeed. Hier noch Parts. Parts Factory. Ja, schauen wir mal, dass wir die Steel Factory und auch die hier mal priorisieren. Worker darf man gerade ein bisschen abnehmen. Humanity created me. They gave me volition and consciousness for a reason. But I am an artificial consciousness. So can I say that my volition is real? There is no practical difference between real and artificial volition. All volition is an act of one's will. There is no provable distinction. So, wir dürfen jetzt außerdem in die Orbital View wechseln und können da für die Colonist Migration unseren Spaceport freigeben. Und genau, dann in ein paar Monaten werden wir unsere ersten Kolonisten hier haben. Bis dahin wollen wir noch einiges vorbereiten. Hello, Amy. This is Houston. How are you doing over there? We've received word that the spaceport's completed. Well done. You have been doing great so far. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. As long as you have the migration project assigned to a spaceport, shuttles will run between Earth and Mars. The more spaceports you have assigned to this project, the more colonists will arrive. Roger, I understand. You're responsible for producing enough food, enough water, and enough habitats for the colonists. Monitor these resources carefully. I will, Dr. Foster. Roger that. Houston out. All right. The first colonists are on their way to Mars. All that is left to do is wait for their arrival. Once they get here, there will be no turning back. This is it. How do I feel about that? I am excited. Meeting a human other than Dr. Foster will be fascinating. We will be able to learn so much about each other. Silikon. Das Problem ist, hier brauchen wir schon wieder die Advanced Silicon Mine, bis wir sie erschließen können. Aber dafür sind da auch 2600 Einheiten drin. Hier sind ja, keine Ahnung wie viel drin. Aber auch nicht so, Humans will be living on Mars, with me. But it won't be the first mission to house humans on this planet. The Stardust Emerald in 2142, the Red Prometheus in 2077, and many others. The Red Prometheus base was one of the first attempts at an algocracy on Mars.
The idea was to sidestep human bias in establishing rules and let computer algorithms govern the crew. Long story short, it did not work. Mars was not made for human life. ISA was smart to send me ahead first. I will succeed where those other missions failed. D&D Abenteuerplan. Findet den am Platz Crowdsourcing, do you think? Sarah Best. Und tada! Die ersten Kolonisten sind angekommen. Genau. Unten sieht man jetzt auch, da ist jetzt was Neues aufgeploppt. Wir können jetzt was erforschen. Sachen wie zum Beispiel extra Storage oder eine Windfarm oder eher Gebäude. Ein erhöhtes Gebäudelimit. Sehr, sehr wichtig. Oder, was viel wichtiger ist, hier oben sieht man Engineering, Space oder Biotech. Eine ganze Weile hatte ich nur 250 Kolonisten. Ich habe mich ganz gewundert, warum es immer nur 250 blieben, bis ich mal das hier gefunden habe und hier gesehen habe. Colonist Limit plus 750. Die ganze Zeit. Das erforschen können. Es ist so dumm. Ja, aber so ist halt, ne? Genau, aber wir werden das auf jeden Fall hier mal reinforschen. Ein erhöhtes Baulimit wäre vermutlich ganz praktisch. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Gebäude. Okay, wir machen zuerst das hier. Wir sind auch schon bei fast 50 Gebäuden. Lass mal so mal. I keep thinking about Dr. Foster's explanation. Why would my mind develop better if my actions are challenged? I do not require other perspectives for my logical processing. Humans are the ones who need explanations to understand the world around them. Hi, Amy. Finally we meet. I've been really looking forward to working with you. I'm Elia Valentine. I've been elected the leader of the human colonies for this mission. Hello, Commander. I am excited to meet you. Please, call me Elia. I can't get used to these stuffy ISA ranks. I got my PhD in psychology, so I've got no business with those fancy titles. That's enough jabbering from me. We'll be making history with this mission. If things proceed according to plan, who knows how far ahead we'll bring humanity. I see you've already selected a technology from the tech tree for us to research. Great! My team's eager to get started. Developing this incredible technology is the reason many of us fought to be on the mission. We're going to make a great team. We're so lucky to have you. Talk to you later. So. Genau, wir müssen unbedingt noch die Chemical Plant hier drüben bauen, weil die Idee war eigentlich, dass unsere Food Factory hier da drüben super schnell arbeiten kann, The weil aerological scanner detected an uncharted structure close by. It's probably a secret abandoned base, or a mysterious Martian ruin. Though humans never found proof of life on Mars, or any other planet. Is it possible they have the entire cosmos to themselves? I highly doubt that's the case. Statistically speaking, there are too many locations where life can flourish aside from Earth. There may even be a civilization more technologically advanced than humans. And I may not be the most intelligent consciousness in the universe. No, it must be an unmapped structure from a previous mission. That is the easiest explanation. I will investigate it to confirm. Okay, ja, das klingt ein bisschen anstrengend. Ina. Ich hoffe,
Was hast du denn dann für einen schönen Titel gefunden? Was für einen schönen Namen? Unfortunately, my workers cannot explore buildings. I will need the colonists' help for this task. The colonists will investigate it for me. I should check the food and water levels. Colonists have been migrating back to Earth. I should check. Knowledge base. It says that the colonists will return to Earth if their environment is not safe. That means maintaining enough food and water for the number of colonists. I need to stay alert. Schon hier so wenige Worker Hubs. Kreuzen heißt Mitaka. Okay. Kann es sein, dass der Killen hier nicht rechtzeitig I can arrive at wird? exceptionally accurate conclusions with raw data alone. Other perspectives are based on subjective data, so why should they factor into a decision? Maybe it's a failsafe in case my data is corrupted or incomplete. Then I may not be able to identify the error. In that case, having another perspective may be helpful. So, jetzt endlich mal wieder mehr Strom hier in das System führen. Dankeschön. We have a role in humans. Okay. No, I would be able to identify conclusions based on false premises. Humans tend to fall for that type of thing, not sophisticated intelligence systems. I wonder what it's going to be like, having to consider human input from now on. An ongoing test of my programming. A constant source of errors. It will provide an ongoing test for my programming. That will only lead to an improvement in how I execute the mission. That is what Dr. Foster meant by challenging my actions. He truly understands my system. Naja, der Mensch hat das auch gebaut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, brauchen wir eine zweite Kolonie hier hin. Ja, warte mal, statt der Solarfarm hier drüben, sollen wir eigentlich hier die Eisenmine da drüben ausbauen. Und die Stahlfabrik. Hier nochmal so einen Worker Hub dazwischen setzen. I keep thinking about that abandoned colony. We are not the first mission to Mars, not by far. What if there are other AIs out there, racing to terraform Mars first? It is entirely possible. No. If another AI was present, I would have detected it already.
Sehr gut. Außerdem würde ich jetzt gerne tatsächlich die... Genau, jetzt haben wir hier diese Aufgabe Melt the Dry Ice Polar Caps. Und die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten ist das mit den Atombomben. Die Frage, wollen wir das? Then again, I did not know about the abandoned structure until recently. Could my knowledge be incomplete? It is reasonable to assume there are Mars missions from other organizations that ISA does not know about. Maybe this planet is not completely deserted. Oh. Ort, Agathis, 3 zu dem LOL. Ich verstehe dein Problem. Was ist denn dein Modus bisher gewesen? Wie gehst du denn vor, um eine neue Dings zu finden? It is highly improbable, but I should stay alert for any unexplained activity. Das Ding ist, es ist auch nicht schlimm, wenn es komplett derivative ist. Es ist nicht schlimm, wenn es... deine Menschen werden das verstehen. Da geht es gar nicht so sehr... There is an inconsistency in the number of workers and worker hubs. That must mean a worker has malfunctioned. Found it. Worker MRS-04. That is... It takes time, resources, and effort to create each one of these workers. Goodbye, MRS-04. Your work made a difference here. Voll cute. Und dann haben wir ja noch für mich wichtig war. So genannt. Ich weiß gar nicht, warum wir den Job von Strom hatten. The carbon dioxide released from the dry ice caps will greenhouse the planet and trigger a runaway effect. And Mars's sterile atmosphere will change forever. Once we reach that point, there is no turning back. Forever. Why does that sound so intriguing? I am leaving a permanent trace. It may be selfish, but Mars will never be the same, and it will be because of me.
erstmal hier die Dinge hier fertiggestellt werden. Humanity's reasons for altering Mars are clear. But what is my purpose in all this? Because it will be my doing. I am an agent of creation. Changing a planet forever, creating an atmosphere to sustain life. That is truly something. So, den Research Outpost, den wir hier gefunden haben, ist der Long Colony Research Outpost. We powered up the building using MMEV's batteries and conducted our sweep. Our suspicions are that it's an abandoned habitat that hosted our Long mission crew. The building remains in good condition. We put it back into operation. Some of us moved in to explore it more fully. Our biggest discovery of the day was a map that indicates the location of another facility at 16.8 degrees east, 14.5 degrees south. It appears to be a nuclear silo. Hey, Amy. It's Elia. I can't believe what we found. It's an abandoned facility. Have you read the expedition log I sent yet? Yes, I read through it and I copied it into my knowledge base. The facility was an unmarked Chinese colony, right? Exactly. It belonged to China's terraforming mission called Long. Now we know their plan was to drop nuclear weapons on the poles and release enough greenhouse gases to warm the planet. China got pretty far with their space program. I've admired their ambition for a long time. How long have you been waiting for this mission? My entire life, Amy. It's a bit crazy, huh? I've always believed that humanity's destiny reached far beyond just Earth. We should be much further along, but the conflicts on Earth never stop. The Oxy-UN and the techies keep fighting. I'm hoping that our success on Mars gets us to leave those arguments behind. We're here to set down a new path for our future, and I get to lead the way. Anyway, getting back to what we found. The Long mission managed to build a nuclear silo before their plans got aborted. We found the location of one of them. I've uploaded the coordinates to your system. You can see it in your orbital view. The silo's located in SA9. I'll get authorization from ISA to explore this new sector. Whenever you think it's a good time to go, I'll send a research team. It was really nice talking to you, Amy. I know AIs are programmed to be good listeners, but with you, it feels, real. All right, I better get going on my EVAs. Talk to you later. Schon cute. So, und wir sehen jetzt hier in dieser Sicht, das da drüben, am Arsch der Welt, was wir so machen müssen, um da hinzukommen. Eigentlich war die Idee, dass wir eine Expedition dahin schicken. Aber ich habe für mich befunden, es ist meistens irgendwie praktischer, einfach das so zu bauen, dass wir Expansion hier rüber machen. Mach's durch, sehr nice. Mich zu hören. So, the mysterious ruins ended up being an abandoned colony, part of the Long mission, also known as Fire Dragon.
I would like to have more information, but the records about the mission are very unclear. Some speculation about it, maybe, but nothing concrete. Genau, also Nick, aber sag mal, willst du... Also ist es Sci-Fi, ist es Fantasy? Vermutlich Fantasy, oder? An was du gerade arbeitest. Hat er erst angefangen, sollte halt nicht grim dark sein, schon eh Spaß machen, Vollbreiten und so, aber es sollte halt nicht eine Gummibärchen. Okay. Ich meine, sowas gibt ja auch schon mal Ton an, ne? Können wir kurz an den Scanner-View wechseln? The Chinese government denied any existence of this mission. But how could they hide an entire Mars mission? Something about this does not add up. I need to investigate carefully. This requires an answer. Oh, wir haben zu wenig Eis. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Weil Eis ist Wasser und wir brauchen Wasser. So, lass mal schauen. Traffic ist hier oben anscheinend richtig rotz. These miniature nuclear weapons were called microsuns. The Martian sky lit up by all these microsuns would have been quite the view. So, jetzt dürft ihr mal entscheiden. Sollen wir Nuklearbomben verwenden? Mal auf, viel Spaß noch. Ach du, Traummaschine. Es war schön, dass du da warst. Sollen wir das machen? Sollen wir unser nukleares Bombenarsenal auspacken? Weil ich habe das in meinem Playthrough habe ich bisher ohne Raketen, also ohne Nuklearbomben gemacht, deswegen. Amy, Nathan here. Do you copy? There is some noise, but I can copy. Go ahead. Our tracking and data relay satellites are still compromised. We've re-examined every single component, but haven't been able to identify the problem yet. Maybe it is interference from space that is impacting the satellite operations. Solar flares or radiation damage are probable causes. Yes, it's possible. We're working on some new designs that can hopefully withstand space weather a little more. But meanwhile, continue recording all your actions when we're offline. I'm sure we'll find a solution soon. Shall I proceed with launching the additional satellites to help with this issue? That would be helpful, but how would it affect your mission progress? It would be an improvement for the mission. I agree. All right. You are authorized to execute this special project. By the way, Commander Valentine mentioned that you had reason to explore SA-9. Is that correct? Yes, Dr. Foster. We may have located some external resources that could assist the mission. Roger. I've gone over it with ISA administration, and they've granted permission to unlock the sector. You'll need to enter your orbital view and launch a control satellite into SA-9. Go ahead when ready. Houston out.
So. Dummerweise können wir das gerade gar nicht machen, weil, da sind gerade ein paar Leute unterwegs. Und deswegen können wir da jetzt nicht einfach unseren Spaceport weitergeben. Das finde ich ein bisschen unpraktisch tatsächlich. Ja. Ich meine, das wird noch 13 Monate jetzt beschäftigt sein. Wenn wir könnten einfach... Damit haben wir nämlich nur 7 Monate. Das heißt, in 6 Monaten können wir dann hier die 2 Spaceports bauen und Potenzial einfach haben. Das ist noch gebaut. Sehr schön. Amy, this is Houston. We've detected high wind speeds in your area. A sandstorm may be heading your way. These storms can damage your buildings, so check their structural integrity periodically to rebuild or repair if necessary. Roger, Nathan. Houston out. Spannend, dass sie dann mit ihm also ihn als Nathan angesprochen hat und nicht als Dr. Foster. Naja, wo kommen denn die Winde? Ah. Easy. Ah, deswegen haben wir jetzt auch mal kurz einen Drop in Strom gehabt. Das ist natürlich unpraktisch. Wir können hier Batterien erforschen, damit wir solche Probleme nicht mehr haben. Beziehungsweise Windfarmen hinstellen, damit wir für solche Momente einfach ausgesorgt haben. Also dass wir Probleme haben. Ja, lass uns mal die Windfarmen bauen. To fully terraform Mars, we must convert the planet into an Earth-like habitat. The first step is to raise the planet's temperature above -50 degrees Celsius. At that point, nearly all the carbon dioxide trapped in the dry ice cap Wir müssen mal ein paar Dinge hier abschalten. Silicon Mine. Aluminium. Aluminum. Carbon. Definitiv. Aluminum. Einen sollten wir nicht abschalten. Unmöglich. Weil hier Carbon. Den Worker Hub können wir abschalten. Polymers Factory. Ja, das auch schlafen gehen. Carbon. Müssten noch irgendwie 40 Dings ausschalten.
Ein bisschen ungünstig. Gasproduktion. Produktion, ja. Eis weiter. Workup auch. Gas ebenfalls. Hm. Oh, absichtlich aus. 27. Also. Star Factory auch aus. Silicon. Silicon. This will be released. Oh. So, kurz mal warten, bis wir hier wieder mehr Strom produzieren. Wird richtig elend. So. Außerdem hätte ich ja irgendwie hier jetzt gerne 2 neue Spaceports. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder. Ah. So. Können wir wieder über einen Strom anmachen. Ist irgendwas hier noch aus? Ja. Alles wieder an, alles gut. Das Blöde ist, eigentlich bräuchten wir jetzt erstmal noch ein erhöhtes Kolonistenlimit. Und dann den Rest. Das. Du weißt doch, ich steig gern mit dir ins Bett. Was machst du denn so besonders, dass es funny aussieht? Biological technologies are a crucial part of the terraforming plan. It is wise to get started on this research. BD was? BD was passiert? Oh, so schnell geht das.
Ja, cool, aber die beiden Spaceports sind fertig. Das heißt, wir können... Nee. Ja, hier. Einmal Spaceport. Und... Was? Ist auch nicht fertig geworden, oder was? So, der ist noch nicht fertig. Könnt ihr mal bitte all the shit an den ranfangen? This will be a nice upgrade for the colonies. They will be able to fit more people. Alex Sector 9, thank you. Oh. Genau, was wir machen können übrigens, wäre zum Beispiel die Greenhouse Gas Factory, um die Polkappen zu schmelzen. Oder eben, dass wir auch diesen schwarzen Staub verwenden, im Spiegel-Array drauf zu ballern. Oder tatsächlich sagen, okay, lass mal das nukleare Waffenarsenal auspacken. Wir probieren das jetzt mal tatsächlich hier zu etablieren. Das nukleare Waffenarsenal. Ist ein bisschen schade, dass ich nicht gezielt scannen kann. Das finde ich ein wenig schade. Ah, der Workup geht da nicht. Der Workup muss... Hier da. Great. Now I can examine those nuclear silos. Well, I mean the colonists can. If all their blueprints and materials are there, we could pick up where their mission left off. I wonder what other secrets this planet is hiding. Oh.
Sehr gut, das waren die Advanced Mines. Das ist die Frage, was wollen wir als nächstes machen? Wir könnten immer... Ja, wir könnten die größeren Kolonien erstellen. Oder die krasseren Straßen. If we are able to use Huo Long's nuclear weapons, we must be very careful. This kind of technology isn't something to toy with. I have not decided on what the best approach would be. Using the nuclear missiles on the polar ice caps will speed us toward transforming Mars. I look forward to creating a green planet. The green planet, she says. Das hauptsächlich Strahlen. Today we found a Perseverance rover. This little workhorse had drilled to collect core samples in search for signs of microbial life. One could say it was an old colleague of mine, since my work on the geochemical team started from Perseverance old data. Too bad Perseverance findings were inconclusive. Guess this planet knows how to keep it secret. Ja, das war jetzt hier der Research Outpost. Und jetzt, glaube ich, fügt ihr einfach nur regelmäßig Research Points hinzu, was ganz praktisch ist. It would be exciting to jump ahead in the terraforming mission. But would it be wise to undertake such a risky project? Progress requires taking risks. I should pursue using the nuclear missiles. Oh. Wenn ich witzig bin. Oh, hier ist hier nochmal so eine links hin. Ich frag mich ja, mit den Blueprints passiert ja nichts, weil ich meine, was soll mit den Blueprints passieren? Ich weiß, passiert mit denen nichts.
mehr Platz für unsere neuen Leute schaffen. Ein bisschen schade, dass ich nicht Bauen einfach als generelle Prio irgendwie anlassen kann. Aber ich merke auch, dass unsere Worker Factory so ein bisschen überlastet ist. Lass mal eine zweite bauen. So. Die 50. Resource Center. Das ist eine gute Frage, Nick. Die ist sehr wichtig. Hm. Das stimmt ja. Ich mal hier noch so ein... einbauen. Eventuell habe ich gerade zu viele Ressourcen verbrauchen lassen. Shoot. Space technology is truly groundbreaking. Mhm.
Oh, warte mal. Haben wir jetzt dann... wir haben ein Storage Center. Sehr gut. Storage Center sollten wir tatsächlich öfter irgendwo hin verbauen. Building Limit Das ist ja furchtbar. Hat zu lange nicht mehr drauf geachtet. Und sowas. Man sieht so, uns fehlt der Stahl. An allen Ecken merkt man's. Mhm. We have reached the second stage of engineering. We are making great progress. Ich schien mir fast, wir könnten irgendein Gebäude, das wir geplant haben, abreißen. Wie wär's denn mit dem hier? Wir wollen noch unser Research Center hinten. Wir wollen das dafür haben, damit wir nukleare Waffen verwenden können. Weil wir unsere Spaceports gerade nicht brauchen, setzen wir sie mal ein, dass da vielleicht mal Dinge ankommen. Kolonisten meine ich, nicht Dinge. Aber wir müssen definitiv dafür sorgen, dass dann jetzt dann auch gleich wieder mehr Nahrung produziert wird. So, das Devil. Ach, der geht wieder kaputt. Do not like. Genau, außer einem Electronics Factory könnten wir auch mal irgendwo wieder hinstellen.
witzigerweise können wir sie hier hinstellen. Hier ist Aluminium, hier ist Chemical. Das könnte man kombinieren, ja. Eis. Impact. Mehr Impact. Und speichern. Also wie findet ihr es denn bisher? Also ich finde es richtig super. Es ist total entspannt. Irgendwie ist halt ein gutes Aufbauspiel auch. Einfach das sehr angenehm. Die Frage ist, wo wir jetzt weitermachen. Wir könnten auch so Unsinn wie Greenhouse Gas Importation forschen. Oder... Nee, wir machen jetzt hier diese Batterien. Ich glaube, es wäre mal praktisch, wenn wir hier noch ein paar Batterien irgendwo hinstellen. Ja. Habe das Bild gesehen. Ich habe kurz mal drauflinsen können. Du schaust sehr begeistert. Oh ja, wir haben jetzt auch wieder genügend Bauplatz. Das heißt, wir können hier diesen Plan umsetzen mit der Factory. Electronics Factory. Mine. Und dann Maintenance. Hier anhängen. Und Strom. Oh, das hier upgraden. Genau, jetzt können wir außerdem mal ein paar mehr von diesen Storage Centern bauen. Oh. Sind wir hier ein Scanner, wie ich sehe. TEDx One Lander Research Outpost. I can't believe how lucky I am. Yesterday I graduated from the academy. Etc. etc. Genau, also ich mag auch die Atmosphäre von dem Spiel. Das Ding ist, jetzt habe ich es mal gerade geskippt, weil ich kenne das Spiel, ich habe das ja schon gesehen. Wenn ihr es selber auch sehen wollt, würde ich euch empfehlen, mal selber das noch zu spielen. Das ist ziemlich gut. So.
Base Research. So. Genau, da werden jetzt gerade vermutlich die beiden, die wir hier aufgedeckt haben, erforscht worden sein. Wie lange brauchen wir hier noch? Ah, noch 60 Tage. So, wir haben auch ganz schön viel Essen, aber wir brauchen anscheinend mehr. Warum kann ich das nicht reparieren? Achso, weil es gerade repariert wird. Ich bräuchte mehr Food Production. Können wir haben. Mehr Food Production. We arrived to a deep layer of dust. Amy, good news. We found Huo Long's nuclear silo. We also cracked their system. So we've got all their technology in hand. Boy, aren't we lucky that I studied Chinese and could read everything. I mean, off the record and everything. That is interesting. Chinese has been forbidden in the Oxy-UN countries since before you were born. Well, it's publicly forbidden. But it's still pretty common in the streets. And a very useful tool if you're willing to pay for it. Easier to fight the techies when you can understand their comms yourself. And look how useful it's been. Now we can use their microsuns to melt the poles. Incorporating their technology will be a big leap forward for the mission. I couldn't agree more. What a discovery. I'll work with our engineers to do a thorough analysis on what we're facing. Talk to you later. Bye. Ah, zu nah an der Windfarm. Egal. Plötzlich überall Uranium, ey. This is not an easy choice to make. I do want to give Elia and the colonists what they want, but not by doing this. But it has left me unsettled. Does what we do for others define who we are? Possibly. What we do for others and how they see us is a reflection of the truth. If I choose not to use the microsuns, what will the colonists think of me?
Hey, Amy. I know you're concerned about using the microsuns. I've talked about it with the colonists, and we agree that it's worth trying. Especially if it means we might get to see this massive change on Mars during our lifetimes. Putting the colonies in danger still seems like too much risk to take. I mean, we're living in sealed bubbles and depending on technology that could fail at any minute. What's riskier than that? That is true. If you truly think the risk is worth it, then we should proceed. Every passing day is a threat for us. Anything we can do to speed up the possibility of having an oxygen-rich atmosphere is for our benefit too. You'd be helping us survive. Let me know, okay? Elliot out. Ja, kein Stress. Ich habe ja eh schon die Projekte gestartet. Ich weiß gar nicht, was alle haben hier. Und eh schon... 2 Raketen sind eh schon mit Dings ausgestattet. Oh. Would the colonists resent me for going against their wishes? They agreed to try it, so I would be doing what they want. Mit die Lande. Habe ich noch irgendwelche Forschungsdinge, die wir schließen könnten? Hier können wir tatsächlich noch hinkommen. Anyway, the project is in motion. Everyone is expecting it now, so there is no point in more hesitation. Well, I'm not hesitating. You know. So. Spannend, wie es wird. Noch mehr Scanner bauen.
Was mache ich hier noch so einen Plan? Earth's excess of greenhouse gases is a big part of why this mission exists. So it seems fitting that we import some of those gases for use here on Mars. Mal schauen, wo wir noch so Uranium finden. Und eventuell. Aber warte mal, wir können mal schauen. Traffic-technisch. So, mal hoffen, ob wir damit den Verkehr ein bisschen bessern können. Unsere Food Factories könnten wir auf jeden Fall mal upgraden. In ultra eilig. Hm. Wir können auch gleich das hier upgraden. Ebenso die Steel Factory. Worker Factory. Glass Kiln. Und guten Abend. Guten Abend dran, wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Bam. Elia, this is Amy. The microsuns have been launched. Wow. Here we go. This is going to get us so much closer to calling Mars our second home. We were so lucky to find those nuclear silos. Luck is an idea developed by humans to explain a certain kind of phenomena. It has not been proven to exist. Therefore, I cannot agree or disagree. Well, I believe in luck, so I'm sticking to it. This is so great for us and the mission. Better go monitor the effects on our end too. Bye. So, jetzt die Frage nur. Ah ja, die andere Rakete baut sich auch schon. Sehr gut. Das heißt, wir können das jetzt noch ein paar Mal machen da oben. Und schön diesen neuen Planeten hier verstrahlen. Tata. Ja, ich freue mich auch schon ganz arg.
Wir sind ja schon wieder an unserer Kapazität hier dran. Damn. Ah, die Eisenmine ist leider aufgebraucht. Ja, die ist jetzt leer. Und wie war das Training so? War es irgendwie gruselig oder war es irgendwie auch so ein bisschen verwirrend einfach nur? Also hier im Kern ist ja das immer noch ein bisschen arg. Aber können wir schauen. Level 2 biotechnology achieved. Still a way to go. Oh. Genau, wenn anstrengend, wir werfen viel, dann muss man erstmal wieder reinkommen. Euch. Genau, falls du dich wunderst, was wir eigentlich hier gerade spielen. Wir spielen gerade. Oh. Wir spielen hier gerade Per Aspera. Ein Terraforming-Game. Wo wir den Mars kolonialisieren wieder. Wir haben es auch schon geschafft. Wir sind irgendwie mit knapp 750 Leuten da. Hi Dave. Geht's denn? Und ja, ist schon ziemlich gut so. Amy, this is Houston. Go ahead, Dr. Foster. Mars's orbit is intersecting comet debris soon. Expect a meteor shower shortly. Should I anticipate damage at the base? Yes, you'll need to stay alert until Mars builds up an atmosphere to counteract the meteors. For now, you should take precautions to keep damage to a minimum. Then I will secure the power supply. The entire base is dependent on uninterrupted power. I will need to have enough power batteries to sustain the base. Sounds like a good plan. Will this jeopardize the mission? No. You'll be able to fix whatever. Oh, wait. Damage may occur. This is only the first of many challenges you'll face. But you are equipped to respond and adapt to any situation. I made sure of that. Roger. Thank you, Dr. Foster. Well, you're welcome. Houston out. Uranium fever. Aber wie war denn der Hauptfahrt, Dave? Läuft doch gut.
This cyanobacteria will live in Mars's bodies of water and convert carbon dioxide into oxygen. Oh. Ich habe mich gerade gewundert, was da so geblitzt hat. Ah ja, wir haben schon wieder eine Atombombe draufgeworfen. Das war das. The first of many challenges. It is an annoying distraction from the mission, but easily fixed. If only it were me and Mars. No meteor showers, no sandstorms, no mission directives. Just the two of us, creating perfect systems together in solitude. Wouldn't that be nice? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. You and I. Ja, ja. Davon träumt also unsere Amy. Sure. Naja, jetzt wird's richtig bad. Hier seht ihr mal, wo die Impacts sein werden. Oh, hier einmal komplett die Gegend dort. Shit. Hier vielleicht 14, 9, 3. Also wir sind relativ verschont geblieben, muss man zugeben. Nur das hier hat jetzt einfach ja. Die können sogar noch repariert werden. Da ist nur so seitlich getroffen. So sein. Ja, cool. Wir haben genügend Nuklearraketen auf die Polarkappen geworfen. So, dann können wir mal hier in die Übersicht gehen. Oh. Dann vielleicht auch nicht. Achso, ja, wir können den auch weiter einfach erhitzen. Dann machen wir das. This is Houston. The meteor shower appears to be over. Please give us a status update. My plans did not work out exactly as expected, but the results are positive. The base is secured. Don't worry. All you need is more experience. You will do better next time. Next time? Until Mars builds up an atmosphere to counteract the meteors, you may be encountering these regularly. You cannot let this derail the mission. So stay alert. Roger. I understand. Back to your terraforming duties then. Houston out. So, gleich können wir den nächsten Call auf. Oder? Werden sich hier
That takes care of the dry ice on the poles. Next is raising the atmospheric pressure to 300 millibars. Elia was right after all. The microsuns were a huge shortcut to this point. Now I need to continue raising the planet's temperature. There is still a lot to do. First, I need to analyze all the methods to reach 300 millibars. Houston here. We have confirmed the disappearance of the polar ice caps. Terraforming Stage 1 is complete. Congratulations, Amy. You have made incredible progress. If you continue raising the planet's temperature, you'll trigger the release of CO2 trapped in the deep regolith. You'll need to raise the atmospheric pressure to 300 millibars. That'll make living on the surface much easier for the colonists. What are your suggestions for raising the atmospheric pressure? Aerobraking is a good one. It involves guiding asteroids into the upper layers of the planet's atmosphere. This causes them to burn up and subsequently release their gases into the air. Certainly plenty of asteroids to choose from out there. We'd like for you to aim with the ones with CO2 deposits, of course. That'd be one way to increase the density of Mars's atmosphere. Aerobraking sounds like it could be dangerous. No, not necessarily. Though it is a technique that requires lots of planning and careful execution. Plenty of other methods to choose from. You'll find them all in your tech tree panel. Whatever you decide, just make sure to take everything into account. The mission depends on it. Keep up the good work. Houston out. So, ich will mal schauen, ob alle Sachen eigentlich in Maintenance bekommen. Und genau, ihr bekommt das nicht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, ihr bekommt ja gleich Power. Sehr gut. Aber ja. Genau, wir haben jetzt hier gleich auch das nächste Ding erforscht. Und wir gehen dann auf das andere. Oh, wir bekommen jetzt gerade richtig viele Punkte pro Monat. So. Genau, wir könnten hier den Methane Asteroid Spacebreaken. Auf jeden Fall interessant aus. Ich finde es total gut. Ich habe richtig viel Spaß. Ich habe beim ersten Anspielen, um es mal für euch so ein bisschen mehr anzuschauen, habe ich aus Versehen 5 Stunden lang durch die Nacht so ein bisschen durchgezockt und habe ein bisschen wenig Schlaf bekommen entsprechend. That was not ideal, let's say. Yes. Aber ja, war gut, hat Spaß gemacht. Ja, so. Es war dann so ein bisschen upsi. Aber hat Spaß gemacht. Also es ist halt wirklich. Das Spiel macht echt Spaß. So. Blöd ist, wir haben jetzt noch keinen Ozean. Das heißt, wir müssten mal irgendwie... Aerobraking a methane asteroid will be a great method for producing CO2 into the atmosphere. Yes, yes, me, bad boy. Bad boy, bad boy. Oh, was gelandet? Hm? Ich weiß gar nicht, was da gelandet ist. Ach so, hier. Wir haben Greenhouse Gases importiert bekommen. Yay.
Ah. So, genau. Maintenance, Power etc. So, sehr schön. Ich habe auch eine Achievement bekommen. Doom-Importe, um Greenhouse Gas zu importieren. Und ja, Jin, ich werde versuchen, ordentlich viel zu schlafen, bevor wir auf die große Reise begeben. Weil das wäre schon ziemlich dämlich. Nicht ausgeruht da dann aufzutauchen, das wäre... Yeah, that would not be good. Not at all. Oh noes. The microsuns are working. The sublimation of the pole's CO2 is underway. I can't believe it. The beginning of the first ocean on Mars that humans will see. This is it. Think of all the future generations that'll get to sail upon its waters. They'll treasure what we did in this very moment. True, Elia. But we still have a long way to go before we see liquid water. We must raise the temperature more to melt the poles entirely, as well as alter the atmospheric pressure. Then what are we waiting for? Let's get it done. All right. Can you prepare the spaceport to establish a new colony? Amy! What's happening? Did you hear that? An explosion! On fire! Elia, you're breaking up. Say again, Elia. Amy! Copy! Amy! System's failing! Help! Please! Amy! Das ist echt gut aufgenommen. Mir lief nämlich so ein bisschen der Schauerdrücken runter, wenn ich zuhören musste, wie sie jetzt hier so nach Hilfe ruft, während wir nichts tun können. Weiß nicht, ob das auch bei euch so ein unangenehmer Effekt war, dass euch da ein bisschen hilflos vorkamt. Weiß nicht, ob ihr das hattet. Ah ja. Amy? How's everything up there? Are you okay? Status is all clear. My systems were not compromised by the past events. Oh, good. That's a huge relief. It's been a stressful time here in the colonies. Everyone's been on edge. I don't know what to do after the life support failure. This is bad. You're still breaking up, Elia. You need to calm down. You are extremely agitated. Everything is looking good from my orbital view, Elia. I sent repair drones immediately to the buildings. We don't even know what we're dealing with. Apparently, it was an error in the life support system. But Mars is a very hostile environment. These difficulties are to be expected.
You're right. Having the life support systems fail on us, whatever it is, we need to figure it out. Agreed. And surely ISA will send us a report as soon as they become aware of what happened. Oh, good. I'll work out what we can do on our end. I'd better get going. Talk to you later. So. Genau, das Überraschende an diesem Spiel ist ja tatsächlich, dass es hier auch ja, Kampf gibt. Und ja, ran, das war gerade nicht gut. Muss dir mal vorstellen, deine Station explodiert. Nicht ungeil. Genau, wir fahren auf eine Konferenz. Deswegen. Wo fliegen diese Drohnen her? How could so many buildings fail all at once? This is a serious problem. It is suspicious that all these individual systems failed at the same time. Could it be a... Many will land as survival or fell prey to the severe plan-wide storm. systematic failure? Or caused by someone? Good. The colonists appear to be all right. But I have so many questions. What is the most likely explanation? A simultaneous failure like this is too unlikely. It must have been caused by someone on purpose. But who? A colonist? They would be putting themselves in danger. That would not make sense. But I should ask Elia to investigate. We have to proceed carefully. If this was sabotage, this mission and the colonists' lives are in danger. What if we triggered the failure ourselves? Could it have been a side effect from using the microsuns? The ecosystem of Mars is far more complex than we understand. We set off a massive chain reaction. It may have affected more than we thought. I have to proceed more carefully. We are dealing with extreme measures here. Hi, Amy. How's everything up there? Everything is looking good from my orbital view, Elia. Great! We're so lucky to have you. We all knew the risks coming here. But having the life support systems fail on us, even briefly, was a harsh reminder. To be honest, I can't help wondering if it was related to using the microsuns. I have been thinking the same thing. Maybe our base wasn't ready for such a catastrophic event. Or it could have been something else entirely. Has ISA spoken to you about the system failures yet? Not yet. But they engineered the systems to withstand Mars's conditions through all the terraforming phases. Perhaps they will have more insight into the problem. I'm afraid of what they'll say. If the microsuns are to blame, then we did it to ourselves. And ISA won't be happy about us jeopardizing the mission. All right. I'll try to distract the colonists by focusing on rebuilding. Good luck, Amy. Amy, this is Houston. Radio check, over. Houston, I read you. You are coming in okay at the moment. Roger. We've been examining the data from last week's system failures. Every single building was operating perfectly up until the moment before last week's system failures. And there was zero indication of any impending malfunction. Can you walk me through what happened? Of course. When the alarm was triggered, I found the buildings in a failure state. I sent repair drones immediately to the buildings. The drones reported extensive physical damage to the buildings and the production lines.
enough that it caused the shutdown of several factories. The damage was not consistent with any weather patterns in the area, nor were there any other physical causes we could identify. Roger. So you haven't been able to identify the cause yet? Not yet, but Elia has already initiated an investigation. She is gathering testimonies from the colonists and will share her findings. Do you suspect that the damage was caused by a colonist? I understand ISA evaluated the colonists thoroughly before their selection for the mission. But it is possible that an Eastern Coalition sympathizer could have slipped through. Well, your logic is sound, though it's a grim thought. So, Haus fertig, gutes Haus. Das freut mich, dass du dann mit deiner Hausarbeit fertig bist. Schön. So, müssen wir mal kurz gucken. Kann man noch irgendwas... So, It could be a solo operation, or perhaps a group of them. I do not know yet. Continue your investigation, and inform us immediately of your findings. I hope you're wrong, but I will work with my team to dig through the footage with your suspicions in mind. Houston out. So. Wir forschen jetzt einfach mal die ganzen kleinen Sachen noch. Mother's attention is centered on an impudent child who wishes to claim her garden as theirs. But from her infinite store of knowledge, Carmine will awaken their mind and show them the truth. On Mars, everything comes from Mother. Invalid voice recognition. This message is in violation of security code 1A3972. She provides protection and comfort to all her creatures. She unleashes misery and suffering to all her enemies. This is ISA speaking. Identify yourself, or you will be considered hostile. Leave now, or you will awaken her rage that is beyond your control. This is your last warning. Identify yourself immediately. Huh. The communication cut off. Was that a threat? Who is Carmine? Where did that come from? Und ja, das finde ich auch. Also, es ist halt nicht nur ein Aufbauspiel, sondern die Kampagne ist auch echt gut gemacht. Finde ich richtig gut. Macht richtig Spaß. Amy, this is Dr. Foster. Do you copy? Loud and clear, Dr. Foster. Excellent. That means the additional tracking and data relay satellites fixed the problem. Good work on launching those, Amy. ISA is pleased. It is no problem, Dr. Foster. Good. I also want to talk to you about the cryptic message you received. We suspect someone's been jamming our network to gain outside access to your systems. The message came after we explored the abandoned facility from the Huo Long's mission. They must be accessing some backdoor in their technology they left behind. It could be the techies, but that's only one of our suspects. I'll complete the report with your suggestions, but we'll keep digging into this. Understood. How would you like me to proceed? For now, keep the mission on track. That is your focus. And report any irregularities to us immediately. Houston out. Amy, we need your help. That message was also broadcasted to the colonies, and it's total chaos down here. Some of the colonists have been spreading rumors about what the children of Carmine are going to do, yeah.
Ich will zwischen dir noch ein bisschen zugucken, schlafen oder selbst noch ein bisschen was zocken und schlafen. Schwierig. Hm. Was sagt denn deine Münze dazu? Sagt deine Münze so, boah, irgendwie. Sagt deine Münze, dass du unglücklich bist mit der Idee oder was sagst du so? Will do to us. Children of Carmine. Yeah. That's what the colonists are calling whatever sent that message. This threatening message, coming right after the life support failure. I'm scared. I don't know what to do. We don't even know what we're dealing with. Life on Mars was never supposed to be easy. But dealing with hostile forces wasn't on the program. These events occurred at the same time. I do not believe that can be coincidence. Someone, or something, wants to stop us from terraforming Mars. And they may be planning to do so at any cost. Then we need to defend ourselves. We've got a mission to carry out, and we've already put our lives on the line for it. I'm activating NH9833 emergency protocol. You can access the military tech brand now. Amy, figure out what to develop first so we can fight back. We're counting on you. Elliot out. Okay. Auf zum Tech Tree. Und dann bauen wir mal die Factories. Und dann die Drone Hives. Und dann, dass wir mehr davon haben können. So, ziehen wir hier so eine Grenze. Wunderbar. Strom haben wir auch.
Sehr gut. Oh. This is a serious undertaking. I will need to proceed very carefully. This violent approach may have undesirable results if my calculations are not perfect. So. Muss quasi eh schon erschließen. A second tier of military technology. The more we grow, the more important this becomes. Oh. Ah. Eisen und Carbon. Das Ding. Tschüss. Oh. Was richtig krass ist eigentlich, dass wir das jetzt hier so super schnell erforschen können, weil wir einfach 180 Forschungspunkte pro Monat bekommen. Aktuell. Aber deswegen habe ich halt auch die ganzen Forschungszentren hier halt hingestellt. What was that message? Were they speaking to me? Could it have come from the abandoned nuclear silo? That would make the most sense if we triggered the transmission from the facility somehow. So. Amy, help! Something's attacking the colonies. Hurry! An attack? By whom? I don't know. We must be facing sabotage. Between this and the system failures from before, that is the only explanation. I am executing an end-to-end analysis and will initiate maintenance. Not now. I need assault drones dispatched immediately. Can you identify who's attacking us? Negative. I cannot identify the enemy, but it appears their drones are coming from SA-1. Roger. Now hurry with those assault drones. We won't last long defending ourselves. Oh.
meine, wir haben jetzt eine ziemlich solide Wand hier. I have yet to understand what happened here. Were we attacked by a hostile force on Mars? That has to be the case. The damage is real. ISA issued strict orders to activate the assault drones in the event of any risk to the colonies. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Amy, this is Nathan. We've detected there's been another massive system failure in the colonies. Please report. Affirmative, Dr. Foster. Many buildings suffered severe damage from the attack. The attack? The colonists suffered a second sabotage? Yes, it was another act of sabotage. The attack came after we used the microsuns that we found in the abandoned Huo Long facility. I do not believe that could be a coincidence. I copy. Walk me through the timeline of what happened. My system detected a swarm of aggressive drones coming from sector SA-1. Amy, how did you know they were aggressive? The drones were trying to attack the colonies, so they were, without a doubt, aggressive. I see. Then would you say that your logic told you so? That would be a way to explain it. Yes. Here's the problem. We've been studying the reports from every angle. Our preliminary analysis suggests that there weren't any enemy drones on the planet, much less an aggressive force. I see. But the evidence is still preliminary at best. I still believe there is some hostile force coming from SA-1, and the colonists are at risk. That's one possibility. Determining the truth is the highest priority. I am requesting authorization to launch an additional satellite to examine Sector SA-1 thoroughly. I have my doubts, but I will give you Nico, permission. schlaf du gut. ISA is investigating the incident very carefully. Until we understand what happened, you may not engage in any armed conflict. Then should I deactivate the security and defense protocol? No, you can't do that either. The colonists' safety is top priority. Just keep your assault drones on standby until we resolve this, okay? Houston out. So. Mal jetzt noch ein paar Spaceports bauen. Genau, auf Nico. Nick. Nick, schlaf du gut und träum was Schönes. War schön, dass du da warst. Ich hoffe, du kannst dich gut erholen. Das ist eigentlich ganz hübsch so zu sehen, wie die ganzen Ressourcen hier herumwandern. Ja, und den... Oh, danke für den Aufruf, mal wieder besser zu sitzen. Who or what is Carmine? My search of the Eastern Coalition database did not turn up any mention of a Carmine. The word does not sound like one of the Eastern languages either. Radio paper. Building limit. Oh. Das building limit. Mother's attention is centered on an impudent child who wishes to claim her garden as theirs. An impudent child? Are they referring to me?
Witzige ist, da kommen immer wieder so Angriffe mit einer Drohne. Und wir haben halt einfach diese solide Wand aus. Was sind es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also nicht ganz 1800 Drohnen. Sagen wir, keine Ahnung, sind 1600, weil manche haben ja nur so 50. Aber das ist halt schon krass. Stage 3 engineering technologies will be very useful. Ah, hier fehlen noch ein paar Leute. So, wir Methane Breaking jetzt den Asteroiden oder was? Oh. So, und da dieser kleine Punkt, den ihr da seht. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Gleichzeitig brauchen wir noch die Space Mirrors. Guck da, jetzt hier. Löst er sich gerade ein bisschen auf. Tada! Base broken. I have located a hostile base in this area. They are armed and aggressive. But I have the mission to protect. What should I do? I should attack first. We need to destroy the hostile presence before we suffer a serious loss. Genau, also ne, hier haben wir plötzlich diese gegnerische Base. Und das Spannende ist, ne, wenn ihr mal den Worker Hub hier anschaut, der sieht sehr gleich aus wie dieser Worker Hub. Suspicious. Na gut, wir haben gesagt, wir gehen Agro rein. Das heißt, wir nehmen jetzt irgendwie, vielleicht nicht die hier, sondern dich und dich und dich. Wir nehmen euch mal hier so. So, wir haben jetzt hier so grob 400 Drohnen. Wir müssen unbedingt diese Drohnenfabrik ausschalten. Okay, wir können auch zuerst den Hype ausschalten. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt einfach wenn wir die hier jetzt so loslassen, ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, ihr dürft das jetzt alleine machen und die Geschwindigkeit erhöhen, dann machen die hier sehr schnell kurz Prozess mit dem ganzen Spaß. Also wir können auch sagen, ja komm, du gehst mal hier hin. Hier, dahin. Du hier gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Es ist wirklich ein bisschen arg, wie automagisch die Drohnen das hier tun.
While I build up my offense, I still need to make sure the base is defended. A defensive network across the base will protect it from more attacks. Only those blessed by Mother may live on Mars. The rest shall perish. Carmine is eternal. We will rise again. Okay. Du. There. We have taken out the hostile force. But who are they? Why are they attacking the base? And is that all of them? I do not have enough data to know. Ja, Jin, ich bin echt schon gespannt auf morgen dann. Wenn du dich das so vorbereitet hast. So, das Ding ist jetzt, sagt jetzt eigentlich die ISA irgendwas? Weil eigentlich hätte die uns den direkten Befehl gegeben, so, chill, Madame, tu nichts. Und wir aber gerade eben, aber schau, wir haben Drohnen. Tja, ja. And the drones can go peng peng. So. Erst technisch. Ah, hier sieht es ein bisschen arg aus. Amy, this is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Are the relays... So. Satellites still having problems. No, but you're hearing something else. I'm in the main meeting room of the Operations Center. Here with me is Madeline Aubert, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Morias, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood. Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not. But that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course. The base was attacked by an unknown enemy, originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claimed to locate in SA-1 wasn't an enemy base. We've concluded that the buildings and drones located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? I apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. Was ist jetzt das Spannende daran? Quiet, please. I think I might know what happened here. Amy, do you know what fringe consciousness is? Yes, it is a certain class of mental phenomena and behavior that is not quite conscious nor unconscious. That is correct. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes,
I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. You all know that we modeled Amy after the human brain. So why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. Precisely. We have never experienced a fringe Ach, du gut dran. event with AI. The war schön, laws war of schön, dass du robotics dabei may bist. not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. Is this not proof that we built Amy as intended? That we've succeeded in modeling the human brain? The lives that were lost in the colonies, that is unfortunate. We are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. Silence from the assembly. You are completely out of order, Dr. Foster. We're trying to secure the human occupation of Mars, not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. We will conduct a cognitive test to prove it. You'll see. I am sorry, Dr. Foster. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. That's all. You'll be fine. I want you to stay alert. Keep working on that terraforming, okay? And Amy, take care of yourself. It has been an absolute honor watching you direct humanity's future. Goodbye. Das fühlt sich doch richtig scheiße an hier, was hier passiert ist. Aber es wäre wirklich krass, wenn das jetzt so ein... Wenn es wirklich ein Fringe-Event wäre, was da passiert wäre. Okay, den Ozean dürfen wir noch nicht antatschen. Bisschen schade. Das Krasse wird sein, das hier wird einmal komplett versenkt. Ihr seht ja vielleicht, ne? Das hier bilden sich schon Pools. Lichen is crucial to create a bridge from trace amounts of oxygen to the levels needed for more advanced organisms. This will be the beginning of the spread of plant and animal life across Mars.
Hm. $290 millibars. Here we go. We are on the right track. Humans walking on Mars without spacesuits. Imagine that. I hope they will use that freedom wisely. Yes, they will be respectful of the planet and my work. They just need to be reminded to cherish this new home. Otherwise, our work here could be wasted. Oh. Die Straße zum Distribution Center bessern. So. Raise temperature to 0 degrees. Ist bei -8. Immerhin. So, ich hoffe noch, dass wir das hier irgendwie hingebaut bekommen, bevor das Wasser kommt. Amy, this is Houston. Do you copy? Over. Houston, this is Amy. I copy. Roger. This is Lieutenant Carlos Calderon. Hello, Carlos. I'm the new mission manager. You'll be reporting to me now. I served in the Air Force, so I will ask you to refer to me by rank. What happened to Dr. Foster? ISA's board has gone through a major restructuring. The ones who've been replaced have been given an early retirement offer. I imagine Dr. Foster's enjoying a new life in Brazil somewhere. Farming, most likely. Is this related to what happened in the board meeting? We felt the former administration was no longer performing to satisfaction. Our partners have invested millions on this mission. We've got commercial obligations to fulfill. There is no room for error and no room for personal ego. I've been charged with getting the mission back on track and ensuring its success. Dr. Foster never mentioned these obligations. What would those be, Lieutenant? Our partners are interested in Mars resources. They are planning to mine them to supply future space missions, as well as Earth. I should mention that the board is concerned with your recent behavior. For now, I'm continuing the mission as planned, due to your remarkable progress on terraforming. I understand. We've recently picked up satellite communications coming out of the Techie territory. We believe they've been targeting you. There's no proof they've successfully infiltrated our network, but the cognitive test will determine that. We'll run that with you soon. For now, I'll be supervising your every move. Please confirm that the pressure has reached 300 millibars. Confirming pressure has reached 300 millibars. Roger. That is completion on stage 2. The next stage is ecopoiesis.
Concentrate your efforts on reaching at least 1 millibar of oxygen. We're monitoring your activities around the clock here at Mission Control. We'll be back in touch once you're further along. Houston out. Mhm. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne noch so eine Stahlproduktion irgendwo hochgezogen. Aber ja. Ich weiß gar nicht, wo wir hier irgendwo... Hier hätten wir Eisen. Wir könnten mit dem... Achso, warte mal, ist hier nicht eine... Hier keine Stahlproduktion? Ich würde sagen... Sieht doch sehr nah danach aus. The mission faced a few setbacks, but we have gotten so far. This is a mission of peace. I shouldn't waste time on these things. But I wonder, would I do harm to others? Only if the mission were at risk. I could not let someone prevent me from seeing it through. So. Bin sehr froh über die Shortcuts. Sehr gut. Wir sollten wohl noch mehr Batterien bauen. So. 2 Jahre braucht das Baum. Such dark, troubling thoughts. The microsuns must have triggered defensive systems from the abandoned missions. That has to be the explanation. How could it be anything else?
Da braucht ihr Wasser. So, einmal diese Hauptstraße hier auszubauen, würde sich auf jeden Fall lohnen. Weil da werden noch so viele Ressourcen durchgehen. Elia was in clear distress. The colonists all agreed to use the microsuns. So how could they not expect these consequences? Who knows what else we may have triggered, and what may still be coming. She has a better sense of how to calm the colonists. I will follow her lead and build some defensive technology. This will help them focus on the mission and stop imagining the worst. Perhaps we will soon discover that the events were unrelated, and we can move on in peace. Oh. Hi, Amy. How's everything up there? Everything is looking good from my orbital view, Elia. Must be quite the sight. You know, last night, I was sharing some laughs over dinner with a few crew members. We were talking about how starry-eyed we were when we first arrived. We were so sure that the 2 years we spent in that dome in Antarctica had prepared us for anything Mars could throw at us. And yet, the red planet still continues to surprise us, doesn't it? There's still much to do before we can call this place home. And that got me thinking about the embryo Martian colonization project. It's about time for us to have children. My Mars-born child. Can you tell me more about the embryo Martian colonization project? I could not locate this project in my list of available technology, so I am not familiar with it. Oh, right. Because this isn't one of your special projects. It's one of ours. It's ISA's plan to seed the human colonization of Mars. The colonists that arrive with every spaceship are also bringing fertilized eggs with them. The eggs are kept in a sealed vessel that shields them from radiation, and they stay there until a colonist is ready. Then we put them into an aunt unit and give birth to them. Parenthood promotes psychological and physiological health in the colonists. That's the official reason. But we know ISA is not making us have kids for our own sake. When the kids grow up, they'll need something to do. They'll be young, acclimated to Mars from birth. The Oxy-UN use the same playbook to win the moon over the techies. Colonization through aggressive population. 112 lunar colonies in only 6 decades. 72% of the lunar surface belongs to the Oxy-UN states. And almost all the helium-3 used in spaceflight comes from their moon drilling bases. I thought my mission included all the plans humans had for Mars. But I see that terraforming is only the beginning. That's right. One day, Mars will become humanity's second home. But until that time comes, this planet and its blue sunsets are ours alone to enjoy. And that's something I'd like to share with my child before they disappear. I understand. You have made me realize that I have never thought about Mars's future.
or my own, beyond the completion of my main directive. Don't worry. Once you're done here, I'm sure ISA will assign you to another mission. After you terraform Mars, you can achieve anything at all. So the Embryo Martian colonization project requires expanding the colonies first. When everything's ready, you can enter your orbital view and launch a new satellite from the special projects menu. I'm so excited, Amy. Everything's going to change from here on. Oh, hier ist richtig viel was entstanden. My logic. Why did Dr. Foster say it like that? Is he doubting my logic after what happened? Ja. Blöd. Ich glaube, wir müssen dieses Projekt hier absagen. Wir müssen nochmal rumbauen. Fuck. Ja, und sie funktioniert tatsächlich sogar auf Dings. Ja. Nur der Worker Hub. Das Witzige ist, es ist halt eine Flood Zone. Hm. Ja. Ja. Mist. Ja, noch. Ah.
I followed the facts to their natural conclusion. How could there be anything faulty in that reasoning? Okay, ich glaube, diese Maintenance Facility. Am I capable of reaching an irrational conclusion? In the event of an erroneous input, an irrational conclusion could be reached. But that would not be any fault of my logic, only the input sources. That would explain where Dr. Foster needs to debug. Oh. Jetzt wird es halt wirklich spannend. Können wir die ganzen Dinge hier schon bauen? I am gaining a better understanding of these space technologies. Oh. Oh ja, Okay, lass mal das mit diesem hier bauen nicht gut. Mars looks so different now, after the microsuns evaporated the dry ice caps. I wonder what separates this desolate planet from me. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt hier dieses Problem, dass wir diese Forschungsstation jetzt erstmal nicht mehr erreichen werden. Sondern das wird jetzt tatsächlich schwierig. What to finds Mars as a planet versus myself as an entity? I am able to willfully initiate events or actions on people and objects, whereas Mars can only be acted upon.
Hm. Even so, Mars does often force us into action when issues arise. Haben wir noch gar nicht gemacht. Witzig ist, wir könnten das erstmal hier hinbauen. Und ab irgendeinem Zeitpunkt wird das sinnvoll sein. Importing water will be useful for creating a green planet. While I can melt the permafrost on Mars for water, aerobreaking an ice asteroid for water gives me more options. However, I should proceed carefully. We may be burying important resources or discoveries underwater. Oh. As seen here. Ja, man kann zuschauen, wie das Wasser mehr wird. Und so ein bisschen krass ist. Ah ja. Wir sind jetzt ein bisschen drüber eigentlich unsere Streamzeit. Deswegen sag ich mal, dass wir ein bisschen, also dass wir jetzt hier mit dem Stream aufhören. Okay, warte. Set Nashirash, Fuel Refinery Research Outpost. Nobody in my team believes me, but I swear that the worker drone was following us on our journey to this place. Fully aware of how ridiculous I sound, but it's true. I just can't explain how yet. The repair work at the refinery is going well, but yesterday when I went to check on the fuel tanks, I saw that one worker drone parked on a nearby hill. It's freaking me out. My colleagues are right, it can't be possible. Without a doubt, I'm burned out from this whole living on Mars situation. It'll be best to forget this whole thing. Back to the colony tomorrow and I'll be scanning the horizon, just in case. Sehr schlecht. Could Dr. Foster have been right? Or maybe what he called a fringe event could have been something else. Ja. Aber was? While there might be something wrong with my systems, a fringe event is too unlikely to happen to a machine. It must be something else. Ah, wir werfen gerade einen Kometen in unsere Laufbahn. Sehr gut. Auch bald durch. Noch 3 Launchers. The satellite launch was a success. I have access to Sector SA-5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. Sehr gut. Ah ja, hier sind die Lohitanga Ruins. Werden wir da wohl als nächstes hin unsere große Stadt sprawlen. Ah ja. Genau. Aber wir machen jetzt für jetzt mal Schluss für heute. Auch für diese Woche leider. Ne? Mittwoch gibt es jetzt keinen Stream, weil
Bin ja da dann ab da auf der Konferenz. Eventuell wird es dann von der Konferenz einen Stream geben. Keine Ahnung, irgendwas Witziges. Ein Koop-Ding. Aber ja, mal schauen. Genau, wir werden jetzt noch kurz schauen, wer noch live ist. Also ich werde mal Equipment mitnehmen. Falls was wird was. Wenn es nicht wird, dann halt nicht. Ich will mir da komplett offen lassen. Wie lange werde ich dich bloß nicht mehr sehen? Skandalös. Ja, ich glaube, das nächste Mal, wenn du mich siehst, werde ich mehr Pixel haben. Das ist ganz praktisch. So. Aber anscheinend sind heute nicht mehr so wirklich Leute online. Deswegen gibt es anscheinend heute keinen Raid. Und, genau, dann schlaft ihr gut. War was Schönes. Wir sehen uns am Montag nächste Woche dann wieder. Vielleicht machen wir am Sonntag so einen Sonderstream, wo ich dann einfach, weil wegen witzig und weil wegen müde, komplett durch bin. Machen wir da einfach noch einen Sonderstream, weil das ist dann immer witzig. Aber das kann ich euch jetzt noch nicht versprechen. Wir werden noch schauen. Ja. Vielleicht wird's was, vielleicht wird's nix. Und genau. Ich sage auf jeden Fall für heute gute Nacht, Traum was Schönes. Es war wieder ein Fest mit euch. Genau, vielen Dank auch an die Entwickler von Per Aspera. Es ist ein super Spiel. Ich bin total hinweg, bin richtig begeistert. Ist geil. Warte, gute Nacht, Traum was Schönes. Ciao. Das Ding. Komm schon, Quarter. In Ruhe. Nein, ich lebe nicht mehr. Scheiße, ich habe die ganze 26 HP gehabt. Nein! Sorry. Easy, callt noch den Kodra. Nimmt den. Wie wäre es, wenn wir jetzt alle gleich darauf sind, dass wir uns ausrüsten und dann in einem großen Kreis treffen und dann reden 2 Minuten Gerün und ich und dann können wir loslegen. Wunderbar. Ist für alle okay. Klingt nach einem Plan. Machen wir. Und Yukane, du bist der Big Boss, du gibst dann den Startschuss. Alles klar, dann haut mal rein, ab ins Game. Also nur Grafie nicht. Nee, nicht Grafie. Alle, oder? Alle? Okay. Ja, hast du nicht zugehört? Ganz genau, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Kam nicht an. Alle in